Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt ist ein bemerkenswertes Buch, das dem Leser einen tiefgehenden Einblick in die Gedankenwelt eines der bedeutendsten deutschen Politiker des 20. Jahrhunderts bietet. Helmut Schmidt, ehemaliger Bundeskanzler, ist für seine Klarheit, seine intellektuelle Schärfe und seine unabhängige Sichtweise bekannt. Das Buch ist in Form von Gesprächen gestaltet, die im entspannten Setting einer Zigarette geführt werden. Hierbei entfaltet sich Schmidts Charme und sein einzigartiger Humor. Der Dialogstil macht das Werk sehr zugänglich und persönlich. Der Leser fühlt sich, als säße er selbst mit dem Altkanzler an einem Tisch. Dabei werden verschiedene politische und gesellschaftliche Themen reflektiert. Von Europapolitik bis hin zu philosophischen Überlegungen zum Wesen des Menschen. Es ist ein Buch für alle, die Interesse an deutscher Zeitgeschichte, an politischer Ethik und an der Persönlichkeit Helmut Schmidt haben. Die Lektüre bietet viele Impulse, auch über das aktuelle politische Geschehen hinaus. Das Werk ist ein kluger Begleiter für alle, die gern über den Tellerrand hinausdenken und den Rat eines erfahrenen Staatsmannes schätzen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die europäische Idee und ihre Herausforderungen. Helmut Schmidt legt im Buch besonderen Wert auf die europäische Einigung und die Bedeutung Europas für den Frieden und die Stabilität in der Welt. Er skizziert die historischen Ursprünge der Europäischen Gemeinschaft und erläutert die Motivation, die nach dem Zweiten Weltkrieg zur Gründung dieses politischen Projektes geführt hat. Dabei betont Schmidt sowohl die Stärken als auch die gegenwärtigen Herausforderungen, die unterschiedlichen nationalen Interessen, ökonomische Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedstaaten und die Gefahr eines Rückzugs in nationale Egoismen. Besonders eindrücklich schildert er seine Sorge um den Zusammenhalt Europas angesichts wachsender populistischer Tendenzen. Trotzdem bleibt für ihn der europäische Gedanke unverzichtbar, um dauerhaften Frieden und Wohlstand zu sichern. Schmidt ruft dazu auf, insbesondere die junge Generation für die Vorteile und Ideale Europas zu sensibilisieren. Sein Appell ist zeitlos und bleibt angesichts aktueller Entwicklungen hochaktuell. Zweitens. Staatskunst und politisches Handeln. Ein zentrales Thema des Buches ist Schmidts Verständnis von Staatskunst. Er beschreibt, dass politisches Handeln immer das Ergebnis von Erfahrung, Sachkenntnis und persönlicher Integrität sein muss. Schmidt kritisiert vorschnelle Entscheidungen und betont, wie wichtig es ist, zunächst die richtigen Fragen zu stellen, bevor man überhaupt an Lösungen denkt. Im Rückblick auf seine Zeit als Bundeskanzler und Finanzminister gibt er zahlreiche Anekdoten preis, wie schwierige Entscheidungen getroffen wurden, stets im Bewusstsein großer Verantwortung gegenüber dem Gemeinwohl. Er hebt hervor, wie notwendig Mut und Standhaftigkeit sind, gerade auch dann, wenn Gegenwind aus der eigenen Partei oder von anderen Regierungspartnern kommt. Schmidts Ansatz ist geprägt von Pragmatismus, Demut und Pflichtgefühl. Drittens. Das Verhältnis zwischen Politik und Medien. Ein weiteres zentrales Gesprächsthema ist für Schmidt das oftmals komplizierte Verhältnis zwischen Politikern und Medien. Er beschreibt, wie die Medienlandschaft die politische Kultur beeinflusst und wie Politiker heute durch die allgegenwärtige Berichterstattung stärker unter Beobachtung stehen als früher. Schmidt analysiert kritisch die Machtmechanismen der Medien sowie die Gefahren von Sensationsjournalismus und Boulevardpresse. Gleichzeitig unterstreicht er, wie wichtig eine freie und unabhängige Presse für die Demokratie ist. Der ehemalige Kanzler plädiert für einen verantwortungsvollen Umgang mit Informationen, sowohl von Seiten der Journalisten als auch von Politikern. Seine Ausführungen dazu sind heute im Zeitalter der sozialen Medien aktueller denn je. Viertens. Persönliche Werte und Moral im politischen Alltag. Im Buch geht Schmidt intensiv auf die Frage ein, welche Rolle persönliche Werte und Moral im politischen Alltag spielen. Für ihn sind Ehrlichkeit, Pflichtbewusstsein und Loyalität keine leeren Begriffe, sondern Grundfeste seines politischen Handelns. Schmidt gibt eindrucksvoll Einblick, wie ihn sein Elternhaus, sein Studium und nicht zuletzt die Kriegserfahrungen geprägt haben.
Er mahnt, dass insbesondere politische Verantwortungsträger ein hohes Maß an Integrität zeigen müssen, um glaubwürdig zu bleiben. Für Schmidt ist Moral kein Sammelbecken für naive Gutmütigkeit, sondern ein pragmatischer Kompass, der im Zweifel Orientierung bietet. Besonders junge Menschen, die sich politisch engagieren wollen, können von seinen Ansichten bezüglich Aufrichtigkeit und Beharrlichkeit profitieren. Schließlich die Kunst, Gelassenheit zu bewahren. Ein prägender Charakterzug Schmidts, der besonders in den Gesprächen hervortritt, ist seine Gelassenheit. Trotz zahlreicher Krisen während seiner Karriere, von der Sturmflut über den deutschen Herbst bis zur NATO-Nachrüstung, hat Schmidt nie seine innere Ruhe verloren. Im Buch verrät er, welche Strategien ihm geholfen haben, auch in stressigen Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren. Ein klarer Tagesplan, der bewusste Rückzug in die Musik oder Literatur und nicht zuletzt das berühmte Rauchen seiner Mentholzigaretten. Schmidt schildert, wie wichtig es ist, auch in stürmischen Zeiten den Humor nicht zu verlieren und nicht jede politische Debatte zu persönlich zu nehmen. Diese Gelassenheit, gepaart mit dem festen Willen zur Problemlösung, machen ihn für viele zu einem Vorbild. Zusammenfassend: Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt ist ein Buch für all jene, die sich für Politik, Gesellschaft und Zeitgeschichte interessieren. Besonders Studierende, politisch Engagierte sowie Führungskräfte können von Schmidts analytischem Scharfsinn und seinen reflektierten Einschätzungen profitieren. Die Lektüre eröffnet einen einmaligen Zugang zu den Gedanken und Erfahrungen eines der klügsten Köpfe der deutschen Nachkriegsgeschichte. Durch den persönlichen und dialogorientierten Stil wirkt das Buch inspirierend und nahbar. Ein seltener Einblick in die Arbeitsweise, die Werte und die Weltanschauung eines Staatsmannes, der große Verantwortung getragen hat. Im Vergleich zu anderen biografischen oder politischen Werken besticht dieses Buch durch seine Authentizität und Unmittelbarkeit. Es ist kein trockenes Sachbuch, sondern ein lebendiges Zeitzeugnis, das zur Reflexion über das eigene Handeln, den Zustand der Gesellschaft und die großen politischen Fragen anregt. Wer bereit ist, von den Erfahrungen eines Politikers zu lernen, der immer wieder Mut bewiesen hat, wird in diesem Werk viele Denkanstöße finden. Der Kauf lohnt sich, weil es nicht nur um Politik geht, sondern auch um das Leben und darum, wie man mit Haltung und Gelassenheit die Herausforderungen des Alltags meistert. Wenn Sie unterstützen möchten: Helmut Schmidt, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.